Hallo, ich grüße Sie sehr herzlich und lade Sie zu unserem nächsten kleinen Clip ein, in dem es um Brekina-Modelle geht. Wenn wir bei Brekina-Modelle Neuheiten bringen, dann legen wir immer eine Erstauflage fest. Das sind meistens 4, 5 oder auch 6 verschiedenfarbige Modelle und da sehen wir dann den Verkaufserfolg. Ist das Modell erfolgreich, freuen wir uns, dann gibt es eine zweite Auflage und davon spreche ich heute. Wir haben gerade ein Paket aus Fernost bekommen mit Produktionsmustern. Das heißt, Fahrzeuge, die momentan produziert wurden oder noch werden, da gehen die ersten, die gehen gleich direkt in ein kleines Paket und zu uns. Die weitere Fertigung dauert dann 2 Wochen und danach kommen die Modelle in Container und werden verschifft. Das heißt, die Modelle, die wir jetzt Mitte November bekommen haben, die werden wir so Anfang, Mitte Januar ausliefern können. Beginnen möchte ich mit einer ganz wichtigen Zweitauflage, wird Sie vielleicht alle freuen. Dieses Modell kennen Sie alle aus der ersten Serie. Es war sehr schnell ausverkauft, es gab unheimlich viele enttäuschte Gesichter. Ich kann Sie alle beruhigen, bitte kaufen Sie nichts überstürzt im eBay für 80 oder 90 Euro. Warten Sie lieber bis Januar, dann kommt er nochmal in absolut unveränderter Aufmachung, gleich der Erstauflage total, haben wir nichts verändert. Zum Modell an sich muss ich nichts mehr sagen. Es ist in der Presse viel beschrieben worden. Wir haben ein bisschen auch Kritik bekommen, weil das ein oder andere nicht perfekt war. Das lag nicht an der Ausgestaltung des Modells, sondern an der Verarbeitung. Wir haben da jetzt nochmal ein Augenmerk drauf gelegt. Qualitativ sind sie vielleicht sogar einen Ticken besser. So, es lohnt sich natürlich nicht, nur ein Modell nachfertigen zu lassen. Sowas geht nur, wenn man zwischen 5.000 und 8.000 Modelle bestellt. Und das fiel uns nicht schwer beim Sierra Grande, beim GMC oder beim Schwestermodell Chevrolet. Wir haben ihm noch eine Feuerwehr beiseite gestellt. Wir haben nochmal ein Sondermodell in Blaumetallic, Lichtgrau und Dunkelgrauer Lackierung für Sie bestellt. Und wir fertigen das gleiche Fahrzeug auch in der hohen Version nochmal in der aufgepeppten Version mit einem zusätzlichen Suchscheinwerfer in knalligem Orange. Auch als Woody wird er noch erscheinen, fehlte bisher das in den USA so gern georderte Fahrzeug mit Holzoptik an den Seitenflanken. Wir dachten, zusammen mit Schwarz harmoniert es ganz gut, die Holzoptik. Last not least, noch ein sehr bedeutendes Modell. Bei den 500 Meilen Indianapolis gibt es immer einen Fahrzeughersteller als Sponsor, der das Pace Car herstellt, der die Abschleppwagen stellen darf. Und hier haben wir ein Begleitfahrzeug für die Strecke, für die Streckenreinigung in Original, in die Lackierung. Auch er wird bis Mitte Januar oder spätestens zur Spielwarenmesse im nächsten Jahr ausgeliefert werden. Soweit zu den Amerikanern. Ebenso eine Zweitauflage war nötig, was uns unheimlich freut. Beim Opel Kadett. Kadett B. Warum freut uns das besonders? Ich finde es klasse, dass wir mit den ganzen attraktiven Amerikanern trotzdem noch Interesse mit unseren heimischen Fahrzeugen wecken. Gerade der Opel Kadett B war ein sehr typisches Fahrzeug für die damalige Zeit. Wurde gerne im Einsatz gefahren, nicht nur privat. Wir haben hier das Servicefahrzeug eines Opel-Händlers. Der AVD war mit dem Opel unterwegs, genauso der ADAC. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen und in Hessen fuhr Opel und darüber hinaus noch 2 Farben, 2 neue Farben, die von Ihnen gewünscht wurden.
Das ist immer so. Nach der ersten Auflage bekommen wir unheimlich viele Hinweise und Wünsche, Informationen, teilweise zu Modellen, die wir bei der Erstauflage noch gar nicht kannten. An der Stelle möchte ich da recht herzlich Danke sagen für die tollen Informationen, die wir bekommen, die dann teilweise die Zweitauflage sogar noch attraktiver als die Erstauflage machen. Ja, ich denke, hier beim Opel wird es so sein. In meine Sammlung wird auch noch ein zweites Modell wandern. Ich werde mich dann zwischen ADAC und AVD noch entscheiden müssen. So, wir waren in den USA. Wir waren bei den deutschen Fahrzeugen. Jetzt geht es auf die Insel nach England. Aston Martin DB5. Auch hier wird das Modell von James Bond in Silber nochmal nachgefertigt. Er wird bald auslieferbereit sein. Dazu kommen neue Versionen in Grün Metallic, typisches British Racing Green, etwas edel gemacht in Metallic und ebenso in Metallic ein Rubinrot. Beides sehr typische Farben für den Aston Martin, genauso typisch wie ein knackiges dunkles Schwarz. Damit sich Schwarz gut hervorhebt, haben wir eben eine rote Inneneinrichtung gegeben. Ja, und mit was fuhr der englische Landlord am Wochenende? Auch Aston Martin. Dann aber ging es auf die Rennstrecke. Man sieht es hier ein bisschen modifiziert, ganz typisch für englische Fahrzeuge. Zum British Racing Green kam ein gelb umrandeter Kühlergrill, machte das Auto deutlich sportlicher, Stoßstange abmontiert und dann fuhr der Graf auf der Rennstrecke. Haben wir auch umgesetzt. Auch dieses Modell wird Januar, Februar sowas erscheinen. Das war ein sehr großes Paket, was an Mustern ankam. Deswegen geht es mit einem weiteren Land weiter, diesmal nach Frankreich. In Rekordzeit ausverkauft waren die Citroën Dians. Auch hier haben wir in Zusammenarbeit mit unserem französischen Importeur SAI neue Farben ausgesucht. Er sucht da für uns immer die perfekte Lackierung aus und das ist jetzt dabei rausgekommen. 3-mal mit geöffnetem Rolldach, 3-mal mit geschlossenem Dach. Was sich ändert zur ersten Auflage, auch dank der Informationen unseres französischen Importeurs. Im Laufe der Verkaufsjahre der Dian hat sich die Farbe des Kühlergrills geändert. Zuerst waren sie schwarz, jetzt sind die in grau. So können wir beide, die frühen und die späten Jahre können wir beide darstellen. Was noch geändert werden muss, hier sind die Türgriffe. Die waren immer in der gleichen Farbe wie der Kühlergrill. Ist hier noch nicht erfolgt. Das sind wie gesagt erst die ersten Muster. Haben wir gleich festgestellt nach den ersten Mustern, die Türgriffe, die werden auch noch grau. Das konnten wir noch ändern in der laufenden Produktion. So, ich bin noch nicht fertig mit den Zweitauflagen. Einer kommt noch. Und wir schließen den Kreis da, wo wir angefangen haben, nämlich bei den Amerikanern. Ford Gran Torino, auch ein Modell, was in Rekordzeit ausverkauft war. Auch hier möchte ich mit dem Filmfahrzeug anfangen. Kennen Sie alle. Viele haben es bestellt, sehr viele. Wir waren sofort ausverkauft. Hier hat das Modell der zweiten Auflage hat eine kleine Änderung zur Erstauflage. Sie sehen es. Ich frage an den Kameramann, sieht man es gut so? Ja. Sie sehen es hier, hat ein Rotlicht auf dem Dach. Wir kennen das alle aus den amerikanischen Serien. Rotlicht lag damals, oder Blaulicht, je nachdem in welchem Land, lag damals im Fußraum an einem langen Kabel, an Zigarettenanzünder angeschlossen und bei Bedarf Seitenscheibe auf,
Signallicht aufs Dach und ab ging es mit Sortierrecht. So ein Licht haben wir hier montiert, auch mit einem schönen Druck des schwarzen Kabels. So unterscheidet er sich von der Erstauflage. Auch das ist eine Idee von Ihnen. Auch hier haben wir eine Zuschrift von Ihnen umgesetzt und sagen auch hier nochmal herzlichen Dank dafür. So, hier sehen Sie noch weitere 4 Farben, sehr typische Farben, alle aus einer damaligen Farbtonkarte rausgesucht. Immer mit einem abgesetzten Dach, teilweise Metallic, teilweise nicht. Ist eine bunte Mischung, dürfte für jeden was dabei sein, der bei der ersten Auflage zu kurz kam. Und auch diese Modelle werden Januar, Februar in die Auslieferung gehen können. So, ich bedanke mich für Ihr Interesse, mir hier zuzuhören. Und ich hoffe, Sie freuen sich genauso auf die Auslieferung dieser Modelle. Und sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.